Alright, die sind liebe Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget. Wir machen Real Talk, aber nicht den Real Talk, den ich eigentlich vorhatte aufzunehmen. Da sollte es mal so ein bisschen Update meiner privaten Situation rund um Shakes and Fidget und so auch gehen. Jetzt mach mal was anderes, denn ihr seht, ich werde jetzt auch nicht auf irgendeinen Server gehen. Ja, also wir müssen oder ich möchte auf einen Kommentar Bezug nehmen. Feedback-Kommentar, Kritik-Kommentar, teilweise auch berechtigte Kritik. Ja. Also egal, was ich jetzt sage, ich möchte nicht, dass Davalon, der den Kommentar geschrieben hat, hier jetzt irgendwie da angefeindet wird, weil die Art und Weise, was er geschrieben hat, war vollkommen in Ordnung. Die Art der Kommunikation finde ich auch super. Und ich möchte dazu auch Stellung nehmen, weil da vielleicht auch ein paar Fragen, die er gestellt hat, dass ich ihm die beantworten kann, aus meiner Perspektive nochmal geschildert. Und zwar, worum geht's? Also wir haben jetzt ja gestern das Video gemacht zu den Gildenfusionen und habe W52 als Beispiel genommen. Anscheinend ist die Situation aber ein bisschen anders, als ich dachte, dass sie ist. Dazu werden wir jetzt nochmal genauer Bezug nehmen. Deshalb werden wir jetzt in erster Linie erstmal seinen Kommentar nochmal lesen. Das ist ziemlich lang. Ich guck mal. Ja. Also, was ich mich bei dem Video wirklich frage, wieso wurde dazu überhaupt ein Thema oder ein Video produziert, da man sich ja noch nicht damit beschäftigt hat, beziehungsweise Informationen eingehalten hat. Der Kernpunkt deines Videos ist vollkommen richtig. Fusion meiner zwei Gilden macht Sinn für beide Parteien. Also dieser Punkt. Zu dem Zeitpunkt war der Zeitpunkt der Fusion gerade bei 3 Personen über 48 Stunden nicht mehr anwesend im Spiel, was keine großartige Inaktivität darstellt in meiner Sicht bei einer normalen Top 5 Gilde. Jetzt trotzdem eine Fusion ist für mich mehr als fraglich zu dem Zeitpunkt, wo man beteiligten Personenleitung klar gewesen sein muss, dass sie mindestens 45 Personen auf die Straße setzen und sich dann selbst überlassen sind. Die Spieler wurden darüber nicht im Vorhinein informiert, sondern per Nachricht vor vollendete Tatsachen gestellt und einen Kick zufolge. Es wurde keine neue Gildenleitung bei dir, sondern einfach ein zweiter Account der Gildenleitung übertragen, womit klar sein soll, dass ein Fortbestand der Gilde nicht möglich gewesen war. Es wollen 45 Personen gleichzeitig woanders unterkommen, was einfach nicht möglich ist. So blieben viele Spieler auf der Strecke und werden jetzt aufhören, was dem Server sehr schaden wird. Daher wird der Ablauf dieses Fusions aus meiner Sicht unverständlich mehr als fragwürdig. Jetzt aber ein Video darüber zu machen, wo das Ganze als sinnvoll und positiv dargestellt wird, finde ich mehr als schwach, weil sich einfach nicht mit der Thematik auseinandergesetzt wurde. Hauptsache ein Video rausbringen war der Gedanke. Das Ganze ist aber leider nichts Neues, sehr oft werden wir zu Themen gemacht, dass sich ein Thema auseinandergesetzt, sondern ein Video kommt, zu Beginn solche Aussagen kommen, wie ich habe darüber eigentlich keine genauen Informationen oder das Ganze gar nicht wirklich mitbekommen. Wieso machst du da ein Video drüber, wenn ein falsches Bild der Situation vermittelt wird? Also hier finde ich einfach nur schlecht wegen. Solche senken die Qualität einfach ungemein. Genau. Also sind viele interessante Punkte hier dabei. Ich habe jetzt überlegt, wie fange ich an. Sorry, ich habe jetzt nicht ganz durchgelesen, weil es wirklich ein langer Text ist. Es waren so diese Kernsätze, habe ich nochmal neu betont. Ich meine, den Kommentar kann ja jeder auch lesen. Und wie gesagt, die Art und Weise finde ich vollkommen super. Also, wir gehen das jetzt mal chronologisch durch. Die erste Frage, die ja auch nochmal im weiteren Kommentar, wieso wurde überhaupt ein Video dazu produziert? Die Situation, die er jetzt hier geschrieben hat, die war mir so wirklich nicht bewusst. Und das ist die Kritik, die berechtigt ist. Ich habe mir dazu keine Informationen genauer angehört. Das Ganze ist so, dass ich eigentlich was ganz anderes geplant hatte aufzunehmen und online zu stellen jetzt am Samstag. Da geht es um die S41-Statistiken. Also ich wollte ja mal den Battle of the Five Nations, ne? S41 Deutschland und die 4 anderen Server, wollte ich alle Assassinen zusammentragen und mal vergleichen miteinander. Das bedarf ein bisschen Vorbereitung und dazu bin ich leider überhaupt nicht gekommen. Ich brauche es nicht immer wiederholen. Meine private Situation rund um meine Tochter ergeben halt, dass das nicht geklappt hat. Ja. Dann war es so, dass ich tatsächlich auch gar nicht so richtig wusste, was ich machen will. So jetzt spontan noch irgendwie was einbringen. Und dann habe ich halt die Nachricht auf dem Discord bekommen und dort wurde halt von einer Gildenfusion gesprochen. Und für mich war diese Information, die ich so hatte, dass es einfach wirklich eine straighte Gildenfusion ist. Dass die Situation jetzt so ist und sich auf Deerstalker bezieht, dass da 45 Leute gekickt wurden. Keine Ahnung. Deshalb habe ich auch natürlich
die Botschaft meines Videos nicht so vermitteln können, wie es vielleicht richtig gewesen wäre. Und diese Kritik, die hier unten genannt wird, die nehme ich da auch an. Das ist richtig. Was ich aber trotzdem auch nochmal zeigen will, ist, dass für mich halt eine Gildenfusion wirklich nur eine Gildenfusion ist, wenn ein paar Sachen da sind. Und das wiederhole ich jetzt hier nochmal gerne. Ich mache mal mega laut jetzt. Fusion im Prinzip, also wenn man feststellt, dass die eigene Gilde wirklich immer mehr inaktiv wird. Ja? Also, und man hat halt sich nicht im Vorfeld schon um eine Wing- oder Partnergilde gekümmert. Ja? Das ist ja eine Alternative, aber da gehe ich jetzt nicht großartig ins Detail ein. Dann ist es natürlich immer eine Chance. Also, ne, ich habe auch vom Großteil der Gilde gesprochen. Plus das hier nochmal. Wenn man jetzt als Gilde sagt, man will halt die stärkste Gilde sein und man kann halt einige Spieler nicht mehr mittragen, dann sollte man das zumindest auf jeden Fall kommunizieren, damit diese Spieler dann, wenn sie wollen, natürlich dann in die andere Gilde kommen und jetzt keine großartigen Nachteile dadurch haben. Ja. Also, warum ich das jetzt nochmal zeige, ist, das Video ging 13 Minuten. Ich bin von einem Standpunkt ausgegangen, dass Vice Osiris eigentlich eine Gildenfusion angestrebt hat. Und dementsprechend Leute von Deerstalkers hochgelaufen sind. Ich habe im Laufe des Videos ja auch gemerkt, dass es von den Zahlen her komisch aussieht. Deshalb waren meine Aussagen auch relativ bedeckt. Habe mir aber jetzt nicht gedacht, dass so viel dahinter steckt. Also, ich sag mal so, ich bin da in ein Fettnäpfchen getreten, ohne mich rausreden zu wollen. Aber für mich, mit der Information, die ich auch auf dem Discord gelesen habe, für mich verinnerlicht habe, dachte ich, es geht einfach um eine Gildenfusion von Vice Osiris. Und das scheint ja anscheinend nicht der Fall zu sein, zumindest nicht offiziell. Also mit den Infos, die ich jetzt soweit bekommen habe und die auch Davalon da jetzt schreibt, dass da jetzt 45 Leute bei Deerstalkers ohne großartige Vorwarnung gekickt wurden. Wenn mir das jemand so geschrieben hätte, dann hätte ich meine Botschaft natürlich auch anders vermittelt. Aber dieser Kerngedanke, dass für mich eine Gildenfusion nur eine Gildenfusion auch ist, wenn halt die Leute vorher, also von der schwächeren Gilde gegebenenfalls auch informiert werden oder auch von der besseren Gilde, diejenigen, die man vielleicht nicht weiter mitnimmt, dass die informiert werden, dass die die Chance haben, was Neues zu finden, bevor man überhaupt dann eine Art Fusion durchführt. Das ist in diesen Aussagen trotzdem ja letztendlich da. Und das sollte eigentlich dann die Botschaft des Videos sein. Was schwierig rauszuhören ist, weil ich natürlich von einem falschen Kernstandpunkt ausgegangen bin. Also wie gesagt, deshalb ist diese Kritik in dieser Situation auf jeden Fall verständlich. Aber ich finde jetzt nicht, dass es, und da will ich jetzt auch nochmal auf dich jetzt Bezug nehmen, dass das jetzt die Botschaft eigentlich von dem Video ist. Also für mich ist die Botschaft des Videos gewesen, eine Gildenfusion ist positiv, wenn gewisse Situationen halt stattgefunden haben. Und das bedeutet einer Vorplanung, das bedeutet einer Kommunikation an alle Gildenmitglieder, auch an diejenigen, die inaktiv sind, dass die informiert werden, oder diejenigen, die man gegebenenfalls nicht mehr eben mittragen kann, dass die auch informiert werden. Und das in beiden Gilden. Ne? Auch in der schwächeren Gilde ist es noch wichtiger, die Kommunikation, dass dort auch die Leute darüber in Kenntnis gesetzt werden, was da passiert und dass jeder die Chance hat, auch zu entscheiden, will er da mitmachen, ist er dafür, ist er dagegen. Ich meine, liefern kann man immer in der Gilde, ja, aber da hat man wenigstens Zeit und wird nicht vor veränderte Tatsachen gestellt. Und das habe ich mit meinen Aussagen in dem Video auch ausdrücken wollen und das sollte dann jetzt hier greifen, weil das ist ja nicht passiert anscheinend. Mir fehlen sicherlich noch mehr Informationen und ich will mich jetzt auch da gar nicht großartig weiterhin im Detail dann dazu äußern, weil ich so ein Verhalten auch nicht richtig finde. Aber es gibt ja auch immer mehrere Seiten und ich habe nicht die Chance, mir jetzt alle Seiten dazu tatsächlich anzuschauen. Ich hätte das Video anders aufgesetzt, mit einem anderen Titel. Ich hätte auch meine Kernbotschaft nochmal viel genauer dargestellt, die aber in die Richtung geht, dass das definitiv dann nicht die richtige Art ist, eine Art Gildenfusion anzustreben. Ja? Und das will ich jetzt auf jeden Fall nochmal klar machen, dass, ist ein bisschen dumm gelaufen für mich jetzt in der Situation, ja. Aber ob das jetzt den Server schwächen kann, ich meine, es ist natürlich klar, 45 Leute, die in der Top 5 Gilde sind irgendwo auch stark dabei und so ein Server entwickelt sich ja auch. Ne? Das
die jetzt ganz oben sind, müssen dann nicht mehr ganz oben sein und dann rücken natürlich wieder Leute nach und da könnte eine Lücke entstehen. Aber die Erfahrung hat ja auch gezeigt und die Erfahrung hast ja auch du gemacht, Flo, dass, sag ich mal, ein großer Abgang von einigen oder eine große Anzahl an Spielern, die in den Server abgehen, über einen relativ kurzfristigen Zeitraum, nicht bedeuten, dass der Server wirklich stirbt. Also beste Beispiel ist S41. Wir haben das mit Welten im Wandel erlebt, wie viele Spieler da am Anfang dabei waren und nicht mehr dabei sind. Nicht aufgrund so einer Situation, vollkommen klar. Trotzdem waren es im Kern viele Spieler, einschließlich ja du, die ja dann nicht mehr gespielt haben auf dem Server. Top 3 Gilde Nostalgie damals. Nicht Nostalgie, Nordwind. Da sind auch so viele Spieler dann in dem Zeitraum dann gelöscht oder auch inaktiv gewesen. Der Server kann trotzdem Bestand haben. Es ist natürlich an den Leuten dann zu entscheiden, die noch spielen und auch wenn sie gekickt wurden, wie man da halt weiter verfährt. Ja. Ein Problem, was natürlich richtig auch rauskommt, wie er hier schreibt, da muss ich nochmal sagen, das ist natürlich auch problematisch. 45 Leute, die plötzlich keine Gilde haben, wollen irgendwo unterkommen. Das führt natürlich im gleichen Atemzug daran, dass andere Gilden gegebenenfalls Leute kicken, weil sie sagen, ja, ich würde dich gerne aufnehmen. Also insgesamt ist es eigentlich eine komplett sinnlose Situation, die dazu führt, dass wirklich viele Spieler auch aufhören. Also da gebe ich recht, das muss nicht sein. Ob es jetzt den Server schadet, wird man dann eher langfristig sehen. Ich denke, der Server hat trotzdem die Chance zu bestehen. Ich meine, viele Spieler sind ja auf dem Server auch nur angetreten, würde ich sagen, weil sie ja auch den Speed-Server-Pillstand übernehmen konnten. Ich glaube, dass da sonst gar nicht so viele Spieler auf dem Server gewesen wären. Und wir werden auch sehen, was passiert. Also für Deerstalkers bleibt sich natürlich zu wünschen, dass es irgendwie funktioniert, ja, dass sie da irgendwie durchkommen. Und ja, wie gesagt, genauer kann ich und möchte ich dann jetzt auch nicht mehr drauf eingehen. Was ich aber jetzt nochmal sagen will, ist, ich werde es jetzt hier nicht machen. Flo hat hier ganz klar seine Meinung geschrieben. Es ist mir auch egal, also es hätte auch jeder andere sein können. Ich finde, dass jetzt zum Beispiel solche Sachen jetzt hier, wenn man jemanden nicht leiden kann, ja, also das ist ja noch okay, aber quasi dann auch Beleidigungen werde ich in Zukunft dann nicht dulden, werde ich dann rigoros löschen. Ich werde es jetzt hier aufgrund des Sprachverlaufs nicht machen. Einfach weil es von beiden Seiten Reaktionen hier gibt. Aber zukünftig werde ich das definitiv dann auch mal rigoros löschen. Da ist es mir dann auch egal mit dem Kommentar. Und ich möchte hier nochmal an der Stelle auf jeden Fall auch sagen, dass ich es nicht mag, wenn dann Leute beleidigt werden. Also wenn ihr mich beleidigt, okay, damit kann ich leben, aber dass keine anderen Leute beleidigt werden, warum auch immer. Wir leben in schwierigen Zeiten, ja. Wir sollten uns alle drüber in Kenntnis sein, dass das hier weiterhin nur ein Spiel ist. Wir sollten da alle entspannt sein und uns freuen, dass wir die Chance haben, über solche Sachen zu reden hier, dass wir nicht in anderen Gebieten leben auf der Welt, wo es schlechter aussieht. Und demnach sollten wir auch gewisse Werte einfach nicht außer Acht lassen. Ja? Also ich finde es schön, dass ich so eine Reaktion bekommen habe. Sie ist berechtigt. Ich hoffe, Flo, dass ich vielleicht auch dir nochmal auch deine Fragen so ein bisschen beantworten konnte. Wie gesagt, ich will mich nicht komplett jetzt rausreden. Ich will mich zumindest rechtfertigen. Die Grundsituation ist halt wirklich ein bisschen doof gelaufen. Ja. Auch für mich, ganz klar. Und vielleicht werde ich mir, also ich habe schon mit der entsprechenden Person auf jeden Fall geschrieben, weil auch die ein anderes, sag ich mal, eine andere Reaktion auch noch von mir erwartet hätte oder gedacht hätte. Dass ich gesagt habe, also wenn ihr was habt, nach wie vor, wenn ihr was habt, wo ihr sagt, hier, das könnte interessant für dich sein, schreibt mich gerne an, aber bringt mir bitte dann auch gleich alle Informationen. Ich habe nicht die Chance, alles rauszufiltern, einfach auch zeitlich nicht. Ja? Und ich will gerne solche Sachen beleuchten, weil ich finde schon, es ist ja gut, dass darüber gesprochen wird, auch jetzt hier in dem Thema. Weil wer weiß, vielleicht haben ja auch andere Leute Fehlinformationen bekommen. In dem Fall war es ja unabsichtlich eine Fehlinformation. Also auch an meine Quelle, es ist alles gut. Ich kann jetzt noch ewig drüber reden, theoretisch. Also ich habe alles gesagt, was ich sagen möchte dazu. Und
Ja, ich finde es aber letztendlich auch schön, bei aller Kritik berechtigt, ne, dass halt ja auch positives Feedback zweimal drin war. Dementsprechend mache ich mir da noch weniger Sorgen. Also, und deshalb finde ich es auch, wie gesagt, die Art und Weise halt top. Also jetzt selbst wenn er kein positives Feedback gegeben hat, ne, also die Wortwahl, der Ausdruck, das macht ja immer viel aus. Und das war alles top. Deshalb, also für mich ist das vollkommen in Ordnung. Und ich hoffe, dass jetzt vielleicht ein paar Fragen einfach beantwortet werden konnten. Und an der Stelle sage ich jetzt auch schon mal ciao. Muss ich überlegen, meinen eigentlichen Real Talk, wann ich den bringe. Ich mag es eigentlich immer nicht gerne, so 2 Sachen so hintereinander zu haben. Zum Beispiel auch 2 englische Videos nicht oder 2-mal Players to Watch hintereinander. Ich will das immer ein bisschen eigentlich variieren. Ich guck mal, wie es ist. Players to Watch bin ich mir auch noch nicht sicher mit W53 oder bei W50 ist auch dran. Ob ich mal dann einfach jetzt W53 in einem 2-Wochen-Takt mache. Muss ich mir noch überlegen, aber ja, ihr müsst jetzt das Video nicht zwingend liken, ich habe nur geredet, könnt trotzdem gerne dein Like da lassen, wenn ihr wollt. Meinungen sind auch weiterhin gerne erwünscht in den Kommentaren. Und dann würde ich jetzt erstmal sagen, kommt gut rein in die neue Woche, beziehungsweise seid ihr vielleicht schon. Haut rein, macht Tschüss und Servus, bis später. Euer Basti.